Hallo und willkommen zu einem neuen Video Modellbahnfreunde. Ja, wieder mal kurz mit meinem Gesicht, aber um mich soll es heute überhaupt nicht gehen, sondern wieder um die Anlage Blankenheim. Ich habe meine Gimbal-Kamera rausgeholt, damit ich mit euch flexibel über die Anlage schwenken kann, denn mit dem Handy ist das immer ein bisschen schwierig. Und wenn ich euch in der Hand halte mit der Gimbal-Kamera, wird es auch nicht so wackelig. Von daher kurz als Intro zu diesem Video. Es haben sich viele auf Facebook für den ÖPNV, also für den öffentlichen Personennahverkehr, nämlich die Busse in Blankenheim interessiert, nicht für die Bahn. Da es ja leider in TT nicht so viele Busse und so weiter gibt. Und es haben sich auch viele für meinen Bau der 2 Bushaltestellen interessiert und darauf möchte ich heute eigentlich ein bisschen eingehen. Deswegen jetzt kurz dieses Intro. Es wird auch noch was als kleines Zwischenupdate geben. Da werde ich dann gegen Ende des Videos drauf eingehen. Es gibt ein paar Veränderungen bei mir im Modellbahnleben und da möchte ich dann gegen Ende des Videos, wenn wir das Hauptthema durchhaben, was euch alle so auf Facebook interessiert hat, was auch etwas ja, vielschichtig diskutiert worden ist. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Thema. Bis gleich. Dann fangen wir doch mal an. Viele hatten geschrieben, das ist nicht gerade, was du hier machst und da sind kleine Spalten dazwischen, wie man hier vielleicht noch sehen kann an dem Bussteig und dementsprechend, ja, das hier, da musst du noch was füllen und Lücken füllen und so weiter. Keine Angst, Leute, ich bin ein ganz schöner Pingelfred und schön, dass ihr mir das sagt, das war auch von niemandem böse gemeint, aber ich achte sehr auf solche Details. Ich habe euch natürlich mit den Fotos immer Zwischenschritte gezeigt und ihr wisst selber, so ein Abschleifen, bis das alles perfekt ist, gerade hier in so einer kleinen Ecke, du kannst nicht, ich habe gewisse Spachteln, sogenannte japanische Spachteln, mit denen ich das machen kann, aber ich will in der Schräge eine Gerade produzieren. Das ist nicht so einfach abzuziehen, denn ich hatte damals mir hier zur Orientierungshilfe auch ein kleines Holz eingearbeitet und daher ist das immer wieder so ein bisschen Try and Error, also immer wieder ein bisschen anpassen. Auch lieber Frank, keine Angst, dass hier hinten bleibt kein Asphalt. Das wird dann gepflanzt. Hier hinten wird auf alle Fälle noch ein Zaun, eine Abgrenzung hinkommen. Muss man überlegen, ob da vielleicht noch irgendwie so ein bisschen Müll dahinter geworfen wird, wie das ja heute leider im öffentlichen Raum immer wieder der Fall ist, oder ob in Blankenheim die Menschen ordentlich leben. Dann werde ich hier auf alle Fälle weiter mit der Mauer gehen und so werde ich hier einen Bussteig kreieren. Ja, dann habe ich mir auch noch einige Zubehöre gekauft, die hier integriert werden sollen. Auf alle Fälle soll hier vorne, und da bin ich mir jetzt noch ein bisschen unschlüssig, weil ich möchte ja die Bahnsteige, den Bahnhof Blankenheim auch erneuern, wie ich das hier vorne mache. Auf alle Fälle wird hier vorne ein Lichtsignal wieder installiert werden, was auch vorher schon an dieser Stelle war. Der Übergang wird neue Beschrankungen bekommen. Die will ich euch doch kurz mal zeigen. So, da ist die neue Beschrankung in TT. Ich kann euch da nur wärmstens ans Herz legen. Und das ist jetzt, ja, kann man sagen, Werbung aus Überzeugung. Nicht, weil ich dafür bezahlt werde, um Gottes Willen. Ich bin ein kleines Licht. Aber Modellbahn Union macht richtig geile Sachen in TT, wie diesen Skidsteer, wie er technisch richtig heißt. Ja, jetzt andere sagen Bobcat, aber nein, Leute, da kenne ich mich aus. Offiziell heißen diese Fahrzeuge Skidsteer, egal ob Raupen oder Räder. Bobcat ist eine Marke, genauso wie jeder immer sagt, er kerchert ab. Nein, Kärcher ist eine Marke und das Gerät dazu ist ein Hochdruckreiniger. Die Farben sind natürlich die Hausfarben von Bobcat, aber logischerweise werden wahrscheinlich die Rechte hier nicht da gewesen sein. Aber darum soll es gar nicht gehen. All diese Details, die ihr jetzt so seht, die werden dann auch hier weiterhin Einfluss haben auf dieses Geschehen in dieser Ecke mit den Mauern. Und ja, ich kann euch da nochmal ans Herz legen zu stöbern. Es gibt da einige Sachen. Ich habe schon einige Sachen von Modellbahn Union, wenn man jetzt hier vorgeht.
Zum Beispiel diese GSM-R-Funkmastantenne ist was von Modellbahn Union, was schon auf der Anlage Einzug gehalten hat. Dann habe ich noch andere Basteleien. Diese Signalschächte oder diese Kabelschächte für Signalanlagen sind auch von Modellbahn Union. Die sind schön dargestellt, muss aber ein kleines Aber erwähnen, die sind aus Pappe und eigentlich zum Einschottern im Nachgang, wie ich das bei mir machen muss, da ich ja auf einer Bestandsanlage arbeite, eher nicht geeignet. Ich werde in Zukunft mit Evergreen arbeiten, aber so sammelt man seine Erfahrung. Ups, hier liegt Dreck rum. Hier ist das nochmal schön zu sehen. So optisch, wenn man da nichts macht, sieht das richtig schick aus und hat was. Aber so arbeitet man sich nach vorne. Kein Meister ist vom Himmel gefallen. Mit den Materialien, da muss man natürlich immer schauen. Aber die haben schönes Zeug, was sie selber produzieren. Leider ist mir hier schon, ich glaube, die sind angekleimt innen. Ich habe die noch nicht auseinandergenommen. Leider ist hier ein Schlagbaum schon zerbrochen, vermutlich in der Kälte beim Transport. Ja, und das sind Sachen, die werden diese Schrankenanlagen hier ersetzen. Schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr sie findet. Ich möchte sie auf alle Fälle auch leuchtend gestalten. Das wird mich noch ein bisschen Arbeit kosten, ein bisschen Integration. Also ich glaube, bis ihr die hier im vollen, umfänglichen Einsatz sehen werdet, wird es noch ein bisschen dauern. Aber das ist so der Plan. Ich organisiere mir dann immer die Sachen, die ich so dazu finde, die mir in den Sinn kommen, wie ich sie erneuern möchte. Hier sind auch noch mal Gleissperren. Die werden hier hinten auf das Abstellgleis, was zur Bereitstellung von Lokomotiven oder zum Abstellen von Lokomotiven möchte ich hier aus dieser ehemaligen, ja, wird so ein bisschen Güterumschlag dargestellt, möchte ich eigentlich so eine moderne, man hat dieses Stumpfgleis belassen, um einfach eine Abstellung für Lokomotiven weiterhin zu haben. Das heißt, hier hinten wird dann später auch im neuen Bahnhofsbereich ein Zaun stehen zur Abgrenzung. Sowas wäre ja heute gemäß UVV gar nicht mehr möglich. Da könnte ja irgendein Fahrgast einfach reinfallen und der Herr, der da sitzt, ja, der sitzt dann da illegalerweise, der würde von der Bahnsicherheit oder irgendeiner Security heute wahrscheinlich verwiesen werden, wie auch immer. Es muss ja ein bisschen bunt mit Leben gefüllt werden, das Ganze. Ja, hier vorne bin ich auch etwas weiter gekommen. Das geht alles ein bisschen einher. Auch den Wasserkran habe ich schon gezeigt. Wunderschöner Artitec, auch diese Schagen. Also auch hier bin ich am Ausbauen, aber alles Stück für Stück. Muss auch seine Zeit haben. Farben müssen trocknen, Modellierungen müssen trocknen. Ich habe diesen Hang hier nochmal anders angelegt, damit ich dort auch einen Zaun setzen kann, damit die Schrankenanlage richtig Platz hat, auch passend aussieht. Und ja, das sind alles Vorbereitungen, um dann im Endeffekt, ich räume es jetzt mal beiseite, zum Hauptthema des heutigen Videos zu kommen, nämlich modernen Bussen in TT. Und eigentlich, ich fand es ganz witzig, die sind seit Jahren in meinen Videos zu sehen, die Fahrzeuge, aber erst seit ich die bei Facebook mal ganz proaktiv ins Bild genommen habe und fotografiert, ist quasi wie so ein kleiner Aufschrei. Oh, moderne Busse, geil, wo hast du die denn her? Ja, ich fand die auch geil und deswegen habe ich die meinem allerliebsten Modellbahnkollegen, dem lieben Kai, damals, wo er gesagt hat, ich gehe von TT auf H0, habe ich gesagt, das erste, glaube ich, mit war, die Busse sind meine. Die Busse sind in einem Bausatz entstanden. Wir sehen hier vorne ganz klar einen Iris. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Iris Bus hat ja mehrere. Da gehören die Marken Iveco dazu. Müsste wahrscheinlich ein Iveco sein. Die werden in Tschechien gebaut. Da hinten ein Renault-Bus, auch wirklich ganz klar zu erkennen mit den jeweiligen Heckfronten. Ich glaube, der Renault wird sogar in Wirklichkeit im Vorbild, ich glaube, wird im selben Werk gebaut. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Und ein wunderschöner klassischer Mercedes, so wie wir den früher gesehen haben. Typenbezeichnung kann ich euch jetzt nicht sagen, aber man kann es auch deutlich erkennen, was es für einer ist. Und ich blende euch dazu jetzt auch nochmal ein paar Bilder ein zu den jeweiligen Bussen, zu den Grafiken, die drauf haben. Es ist einmal
VZO, einmal ZVV und einmal Klarner Bus. Und wer sich etwas auskennt, weiß, das sind alles Busbetriebe aus der liebe Schwyz. Und ja, der Kai und ich, wir haben ja viel mit TT Schweiz zu tun und deswegen sind es aus der Schweiz schöne Busse. Die haben auch wirklich wunderschöne Lackierungen. Alle sehr gut gelungen, aber der Klarner Bus ist natürlich nochmal herausragend. Da hat sich Kai wirklich selbst verwirklicht mit den Decals, sieht richtig nice aus. Und die Busse, die Bausätze, da will ich auch nochmal drauf eingehen, weil mich das wirklich in letzter Zeit extremst viele Leute gefragt haben. Ich habe hier noch Bausätze. Ich weiß nicht, ob derjenige, der die herstellt, der macht auf alle Fälle noch Modelle in N und TT, aber ob der diese aktuellen Busmodelle Epoche 5, 6 jetzt noch hat, das müsst ihr bitte selber rausfinden. Ich werde euch einen Link der Videobeschreibung des Herstellers ich werde euch einen Link in die Videobeschreibung packen. So, jetzt haben wir es richtig. Und dann könnt ihr da gerne auf der Seite stöbern. Also das gibt es noch. Der hat zum Beispiel auch den Saurer Postbus in TT gemacht. Der eine oder andere kennt es. Unser Verein hat auf den einschlägigen Facebook-Seiten da auch mal Aufrufe gestartet. Ja, jetzt würde ich sagen, sende ich euch nochmal ein paar Standbilder, wo man jeden einzelnen Bus einfach nochmal ein bisschen genießen kann und würde sagen, ich komme gleich nochmal zurück zu euch. So Freunde, ich hoffe, ihr fandet die Aufnahmen ganz nett, die ich euch so gezeigt habe. Der eine oder andere wird sie kennen, waren auf Facebook schon in selber Form zu sehen. Und hier die Bausätze von E-Tech. Da habe ich noch den einen oder anderen. Ihr seht, ganz günstig sind sie nicht. Dem einen oder anderen auch zu aufwendig. Die gab es früher auch zusammengebaut. Ob das jetzt alles noch so ist, bin ich ehrlich, weiß ich nicht, aber sowas kommt hier dabei raus. Ich glaube, die Bausätze, ich müsste noch 2, 3 mehr haben. Das sind da mal Projekte, wenn ich mal wirklich nicht mehr weiß, was ich zu tun habe und zu lassen habe, dann baue ich die zusammen. Ich habe mit einem angefangen. Da habe ich die Sitze und so weiter lackiert. Das ist ein Überlandbus, der mir auch sehr gefällt. Sieht so ein bisschen aus wie ein Setra. Und der ein oder andere, habe ich auch auf YouTube schon gesehen, kennt diese Busse auch. Mir sind die ein paar Mal unter die Augen gekommen, aber wie ich eben gemerkt habe, viele von euch kannten die nicht und waren dann ganz begeistert. Ihr seht zum Beispiel hier oben diese Klimaanlage. Das ist dann Messing, was hier zum Beispiel auch dabei ist. Also ihr seht die Spiegel, die Scheibenwischer, das ist in Messing gemacht, also auch die Fenstereinsätze und so, das hat wirklich Qualität, das sieht schick aus, das heißt, wie hier auch die Gummierung ist deswegen so sauber dargestellt am Bus und ja, es gibt, glaube ich, und da habe ich große Hoffnung und bin eigentlich positiv, ihr kennt alle diese Fahrzeuge von mir,
Da gehört hier der Amarok dazu, der schöne Vito, das Müllfahrzeug, aber auch der Hubsteiger hier, der Korb-LKW, der Vivaro. Das sind alles Fahrzeuge von Panzershop NL. Der hat jetzt einen Ikarus rausgebracht. Ja, da gibt es auch noch den ungarischen Hersteller. Und der hat auch immer wieder neue Fahrzeuge rausgebracht, der Panzershop NL, warum ich darauf eingehen will. Und bin da eigentlich relativ optimistisch, weil das immer mehr Leute mitbekommen, dass es da an TT richtig geiles Zeug vom Panzershop NL gibt. Ich will da nur mal hier bei mir reinschwenken. Also hier hinten sind dann auch noch andere Sachen vom Panzershop NL zu sehen. Dahinter der Pickup. Der Krankenwagen tatsächlich ist wieder vom Kollegen, ich glaube, der sitzt in Würzburg. Das sind dann wieder Sachen, wo auch die Busse eben herkommen. Aber für jeden, der jetzt der Meinung ist, Mensch, es gibt ja gar nichts in TT, doch, man muss immer ein bisschen suchen und es gibt 2, 3 Hersteller. Und das Schöne ist ja, unsere bunte TT-Bahn wird immer beliebter und daher gibt es auch immer mehr. Ja, leider, ich weiß jetzt nicht, ich sehe es auf dem Monitor der Kamera nicht ganz so gut, aber ich glaube, ihr könnt es erkennen. Leider ist hier ein Spiegel abgebrochen bei dem. Das ist mir beim Umzug passiert. Ich habe die Fahrzeuge ganz, ganz sanft in eine Kiste geräumt, musste die zwischendrin abstellen beim Umzug. Dann gab es eine Windböe. Der Karton ist umgekippt und ja, einige der schönen Panzershop-Fahrzeuge haben Spiegelbruch erlitten. Gott sei Dank nur, aber für mich, der da ein kleiner Pingelfried ist, war das sehr, sehr ärgerlich, weil das auch mehrere Fahrzeuge waren und somit auch in der Anschaffung mehrere 100 €. Nichts, was man nicht reparieren kann, aber ihr kennt das selber, wenn dann hier vorne wie die aufgerüsteten L60, wenn da irgendwas kaputt geht, dann ist das immer ärgerlich. Ja, im Moment steht hier alles so etwas vogelwild rum, denn ich möchte gleich mal zum nächsten Thema kommen. Ich habe sehr viel Zuwachs erhalten und das habe ich ja versprochen, dass wir in einem zum Ende des Videos auf Updates, Neuheiten in meinem Modellbahnleben eingehen. Und jetzt sehen wir hier, okay, der hat eine zweite Trax. Der ein oder andere, wer mich lange verfolgt, sieht die etwas leicht gealterte 285, der kennt die. Und die hier ist eine 246 und die hat eine alte Bügelkupplung. Und das liegt daran, dass sie meinem Opa gehört, so sage ich das jetzt mal. Aber mein Opa hat aufgrund vieler Umstände entschieden, das Hobby aufzugeben. Er interessiert sich natürlich immer noch dafür, aber ich will da auch nicht genau drauf eingehen. Aber es gibt natürlich Lebensumstände, wo das alles immer etwas schwieriger wird. Und TT ist zwar eine schöne filigrane Spur, aber es wird dann auch immer etwas schwieriger. Und ja, die Lebensumstände haben sich auf alle Fälle so geändert, dass mein Opa gesagt hat, Junge, du hast jetzt genügend Platz. Und darum haben solche Sachen, ich glaube, das habe ich mal als Kind kaputt gemacht, wie dieser Wagen hier davor. Ihr seht, das ist hier alles in einer großen Unordnung. Aber so haben viele Dinge auf einmal bei mir Einzug gehalten, die man vom guten Micha Schornsteinfeger gar nicht kennt. Und da werde ich im nächsten Video drauf eingehen. Nicht, dass ich jetzt zum glühenden BTTB-Bahner werde, aber ihr kennt die Videos von meinem Opa seiner Anlage. Und das sind alles Sachen, mit denen ich seit über 30 Jahren spiele. Und die sind jetzt bei mir hier in den Gefilden. Da gibt es einiges aufzuarbeiten. So gut wie alle Modelle fahren, haben natürlich hier ein ganz anderes Gewicht. Es gibt auch Ersatzteilspender, wie hier die, was ist das? Ich glaube eine 35er, die keine Treibstangen mehr hat. Aber mein Opa hat auch modernes, was hier jetzt so liegt. Und da werde ich natürlich Stück für Stück dran machen, zu digitalisieren. Oder das eine oder andere, hier fehlen ein paar Puffer, was nicht dramatisch ist, weil das nämlich im Spielbetrieb passiert. Aber das sind alles Kindheitserinnerungen, alles Dinge, mit denen ich gespielt habe.
Ihr kennt, glaube ich, alle aus den Videos von Opas Anlage die schöne Beckmann 94er. Die haben jetzt bei mir Einzug gehalten. Die werde ich aufarbeiten, schauen, wenn da Dinge, oder die 229, da habe ich euch auch schon die Geschichte erzählt. Die ist bei meinem Opa über der großen Bogenbrücke mal abgeraucht. Die habe ich dann gealtert. Hier fehlen Puffer. Auch sowas werde ich dann Stück für Stück wieder einsetzen. Ja, und so haben sich dann lauter Dinge ergeben. Das ist jetzt nur die erste Tranche. Und was da wie so passiert, auch in Bezug mit der Anlage von meinem Opa, werde ich so in den nächsten Videos immer mal begleitend mitmachen. Darum stehen auch diese zwei Wagen hier. Die sind von meinem ehemaligen Modellbahnverein aus Berlin. Die hat der sich drum gekümmert. Ich glaube, die Wagen sind von Hädel. Und ja, so gibt es einiges Neues zu berichten. Wendung im dritten Akt, sage ich jetzt mal dazu, etwas ironisch. Und das ist ein kurzes Update von mir zu Plankenhain. Plankenhain kann im Moment nur partiell fahren, weil ich habe über Silvester und Neujahr habe ich von den 24 Volt Gleichstrom, von den 24 Volt Gleichstrom umgebaut auf 14, 16 Volt Wechsel, nämlich wie beim Zubehörstrom. Das ist hier umgesteckt, also diese Sicherung, die jetzt hier ist, die ist rausgenommen, weil da 16 Volt drauf sind. Und alle Postrelais, alles was hier ist, muss jetzt umgebaut werden. Das hatte ich lange vor. Das heißt, alle Vorspann-Postrelais, die mir auch die ganzen Fiesmann-Flügelsignale kaputt gemacht haben über die Jahre, funktionieren jetzt nicht mehr, weil sie dementsprechend anders sind. Und Lichtsignale werden in Betrieb gehen. Ich habe da hier schon mal gelötet und die müssen jetzt angeschlossen werden. Die Elektrik muss dementsprechend hergestellt werden. Ich muss alle Postrelais rausnehmen bei allen Weichen, wo noch nicht auf 16 Volt umgebaut sind. Die Steuerung dementsprechend anpassen. Ich hoffe, das funktioniert alles so, wie ich mir das technisch vorgestellt habe. Wenn nicht, wird es ein etwas längerer Akt. Also ich könnte hier fahren, aber die ganzen jeweiligen Totabschnitte, wie jetzt hier vorne bei dem Signal, die geben jetzt keinen Strom mehr, weil die Relaissteuerung dementsprechend über die 24 Volt funktioniert hat und jetzt außer Betrieb ist. Das heißt, ich muss das alles dementsprechend umbauen und das wird seine Zeit in Anspruch nehmen. Aber als erstes will ich jetzt diese Ecke hier. Ich weiß noch nicht, ob ich gleich den Bahnhof radikal mit umbaue. Also den Bahnhof an sich werde ich nicht umbauen, aber Gleislage, Bahnsteige, ob ich das in dem Zug mitmache, was natürlich ein größeres Projekt wäre. Warum jetzt eigentlich in der Modellbahnsaison, wo man ja auch ein bisschen spielen sollte, wenig bis gar nichts fahren könnte. Da weiß ich noch nicht ganz genau, ob ich mir das antue oder nicht. Oder ob ich zumindest erstmal so umbaue, dass ich wieder fahren kann. Sowas mache ich eigentlich ganz gerne Stück für Stück. Denn ich spiele auch gerne mit der Modellbahn. Es gehört auch dazu. Und ja, da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Um ehrlich zu sein, so wie ich mich kenne, werde ich wahrscheinlich erstmal so bauen, dass ich behelfsmäßig wieder fahren kann. Dann eine Zeit lang, bei mir gehört immer Bauen und Spielen, das muss immer ein bisschen einhergehen. Man muss sich an den jeweiligen Bauabschnitten auch ein bisschen erfreuen, Videos machen, Fotos machen, um wieder neue Motivationen für weitere Abschnitte zu sammeln. Ich baue meistens in Abschnitten, so wie ihr das hier eben seht. Das ist jetzt ein Abschnitt. Auch der Lokschuppen ist hier ein Abschnitt, das geht gerade ein bisschen oder sollte einhergehen, weil die sich auch unmittelbar hier berühren. Das heißt, hier will ich dann später auch wirklich den Lokschuppen einsetzen. Das heißt, das kommt ein richtiger Boden rein wie im Lokschuppen. Da kommt Interieur rein, da kommt Licht rein. Aber das werde ich so lange nicht machen, wie das mit der Mauer hier hinten nicht abgeschlossen ist. Also das wird Stück für Stück einhergehen. Ja, das soll es gewesen sein. Heute habe ich nichts fahren lassen, mal ein etwas anderes Update von mir. Zum Schluss nochmal auf die Busse. Also wer da
Interesse über genauere Infos haben möchte und Interesse hat daran und das eben noch nicht kennt, was ich gemerkt habe, bei dem einen oder anderen hat sich noch nicht rumgesprochen. Natürlich ist ja auch ganz normal, nicht jeder hat immer jeden Infostand. Der darf sich gerne bei mir melden und in den Kommentaren dazu was schreiben. Ich verlinke das eben, wie anfangs erwähnt hat, auch nochmal gerne. Und wer sich mit der Videobeschreibungsfunktion nicht so ganz auskennt, diese Links nicht findet, dem sende ich das auch einzeln gerne in den Kommentaren. Dafür bekomme ich nichts, das mache ich gerne. Wenn die Modellbahnwelt jeder ein bisschen was davon hat und sich an Bussen erfreuen kann, dann freut es mich umso mehr. Vielleicht nochmal am Ende zu den jeweiligen Farbgebungen der Fahrzeuge. Bei den 3 Fahrzeugen hat sich das mein Freund und Modellbahnkollege Kai selber ausgedacht. Naja, ausgedacht nicht, das sind natürlich vorbildsgetreue Farbvarianten, aber wie ihr hier seht, also wie du die Fahrzeuge lackierst, steht ja im Endeffekt offen. Und die weiteren Fahrzeuge möchte ich nach deutschen Lackiervorbildern erstellen, um da je nach, ich sag jetzt mal, je nach Video oder und Fahrsituation und auf was ich Lust habe oder Ausstellung oder wenn ich hier Fahrtag mache, auf was ich gerade Bock habe, was mal hier so auf die Straßen soll, dass da einfach ein bisschen bunte Abwechslung ist, was man ja mit seinem Zugmaterial bei der bunten Bahn eben auch hat. Und ja, so soll es aussehen. Viel vor mir, viel extra Projekte mit Aufarbeiten, was die Modellbahn angeht. Also mir wird, wie euch allen wahrscheinlich, ihr habt alle Projekte, die die nächsten paar Jahre ausfüllen könnten. Und so sieht es jetzt bei mir aus. Wie schon mal erwähnt, wer Interesse hat, egal ob an dem Zubehör von Modellbahn Union, wenn das jemand nicht findet, an den Bussen von demjenigen, der das herstellt, oder anderen Sachen, Fragen, wie ich so Dinge hier mache, dem helfe ich gerne weiter. Ist alles keine Raketenwissenschaft und so, jetzt hoffe ich, ich konnte euch unterhalten und ihr habt einen Eindruck und Updates gewonnen, was so in Blankenheim läuft und warum hier im Moment nichts rollt. Jetzt wünsche ich euch weiterhin eine schöne Modellbahnsaison und würde sagen, wir hören uns demnächst wieder. Bis bald, euer Michael Schornsteinfeger.